Heute 9/11/22. Es ist Krimi-Zeit. Die Repulsine an sich ist ja sowieso schon ein Krimi, aber was da so alles für Infos jetzt die letzte Zeit über die Gruppe rübergekommen sind, das passt bald auf keine Kuhhaut mehr. Ihr seht schon, ich habe eine Mütze auf. Hier drin sind es schon so über 20 Grad, aber das Köpfchen muss gerade richtig schön warm gehalten werden, weil da geht es gerade richtig umher. Ja, also ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich sonst was neu verknüpft, aber Details erspare ich euch erstmal dazu. Ich habe das letzte Mal 2015 gehabt, wo ich mich mit dem flache Erde-Zeugs beschäftigt habe. Und von daher weiß ich, wie sowas abläuft und ich mache das ohne Schmerzmittel, weil nach so einer erfolgreichen Reparaturphase, was dann so täglich mal so eine halbe Stündchen dauern kann, gibt es richtig geile Hormonausschüttungen. Ne? Und das will ich mir nicht verbauen, indem ich mir da irgendwelche Schmerzmittel reinhau. Ne? Da wird sich dann in der richtigen Art und Weise hingelegt, es wird genug getrunken, es wird ein bisschen massiert und dann geht das eigentlich schon. Und ja, um was geht es eigentlich? Also, es geht um die fliegenden Teller. Ja, der Tauchertaler, ich glaube, so heißt du, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat da zwei Fotos gepostet und eine kurze Videosequenz von 7 Sekunden. Und das sieht doch schon sehr nach Viktor Schauberger und seiner Repulsine irgendwie aus, oder? Das war dann wahrscheinlich der Link vom Tauchertaler auf geobiologiesachsen.de. Schauen wir mal, ob es hier ist. Das ist der aus Frankreich von René Cousinet. Schriever, da ist er. Fliegender Teller statt Hubschrauber. Rund 2 Jahrzehnte nach Schrievers Überlegungen zu einem Flugkreisel baut die amerikanische Firma Astrokinetics in Houston, Texas 1963 ein an einen fliegenden Teller erinnerndes Versuchsgerät. Eine Untertasse mit 4,27 Meter Durchmesser dient bei dem Vehikel als Auftriebskörper. Ein durch einen 132 PS Kieghäfer Mercury Motor angetriebener Impeller, also innenliegender Propeller, in der Mitte der Untertasse sorgt für den erforderlichen Auftrieb, den der Aerokinetics Lift Mark I für den Flug benötigt. Die Manövrierfähigkeit des ungewöhnlichen Luftgefährts entspricht laut Hersteller der eines herkömmlichen Hubschraubers. Man versprach sich von dieser Konstruktion jedoch ein besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis als bei Helikoptern. Außerdem sollten die Wartungskosten gegenüber Hubschraubern auf etwa ein Viertel der bisherigen Aufwendungen gesenkt werden. Astrokinetics sah damals für ihre fliegenden Teller einen großen Markt. Geräte mit 30 Meter, also Untertassendurchmesser, von 8 E75 Turbotriebwerken angetrieben, sollten Lasten bis zu 64 Tonnen transportieren können. Gedacht war vor allem an einen verstärkten Einsatz im militärischen Bereich. Aber auch als Zubringer im zivilen Flugbetrieb sollte der fliegende Teller im Luftverkehr der Zukunft eine Rolle spielen. This, they claim, is the most unusual breakthrough in aerodynamics since Kitty Hawk. They call it the aerokinetic lift. They claim that it will open a new era in transportation. Historian Fremont Berger heads up the development. Und dann wurde auch noch in den Comments unten drunter gesagt, hey Mensch, der sieht doch auch aus wie Schauberger, der da reingeht. Hier sind wir rausgekommen bei ABC 13 und am Freitag, den 13. Mai, haben sie das auch noch gepostet. Das passt wieder wie die Faust aufs Auge. Und bei Sekunde 13 ist der Mann richtig schön zu sehen. Houston. Ist es eine fliegende Untertasse oder ein streng geheimes Militärprojekt? Wir haben einen Filmausschnitt dieser untertassenartigen Flugmaschine in den Archiven von ABC 13 gefunden. Zum ersten Mal seit nunmehr als 50 Jahren können Sie sich einen Film des sogenannten Aerokinetic Lift oder Dynafan ansehen, der von der Astrokinetics Corporation aus Houston gebaut wurde. Das Flugzeug wurde von Fremont Burger erfunden. Der Filmausschnitt wurde auf einer Geschichtenrolle aus dem Jahre 1962 gefunden.
Wo der Film gedreht wurde, ist nicht dokumentiert. Vor dem Clip des Dynafan gab es Clips von einer Flugshow in Ellington Field, also könnte das Flugzeug Teil der Show gewesen sein oder nichts damit zu tun haben. Mal gucken. Also, und na gut, das sagt ja auch, ne? Ja, und da habe ich ihn mal gefragt, wo er denn das her hat. Hat er gemeint, ja, ist im Internet zu finden. Und dann bin ich halt mal auf die Suche gegangen und da kam ein richtiger krasser Krimi jetzt raus. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, und wie ihr seht, sehen wir nichts. Freeman Burger gibt's nur eine Burgerkette in Frankreich, die so heißt, aber kein Wikipedia-Eintrag, kein gar nichts von dem Typen. Aber hier, das scheint interessant zu sein. Da scheint jemand irgendwas noch mehr darüber geschrieben zu haben. Da klicken wir mal drauf. Mal gucken, wo wir hinkommen. Der Gründer und Präsident von Astrokinetics, Freeman Burger, wurde im Alter von 49 Jahren tot in seinem Bett aufgefunden. Eine Woche nach der öffentlichen Vorführung des Dynafan. Natürlich kann es Zufall sein, aber bevor ich fortfahre, lassen Sie mich noch ein paar andere interessante Dinge über Astrokinetics erzählen. Im Jahr 2008 zahlte ich einem Privatdetektiv $500, um alle verbleibenden Mitarbeiter von Astrokinetics aufzuspüren. Alle waren gestorben, außer der Firmensekretärin Miss Beverly Ritchie, die 85 Jahre alt war, lebt am Stadtrand von Houston. Er gab mir ihre Telefonnummer, also rief ich sie an. Eine nette alte Dame ging ans Telefon und nach einem netten Plausch fragte sie süß, wie könnte sie mir helfen? Ich antwortete dann, dass ich ein unabhängiger Luftfahrtforscher aus Australien sei. Suche nach Informationen über ein Unternehmen namens Astrokinetics, an dem sie anfangs der 60er Jahre beteiligt war. Es folgte eine unangenehme Pause, gefolgt von dieser Aussage. If you know what's good for you, you'll drop this right away. Ach so, wenn du weißt, was gut für dich ist, dann wirst du das von dir wegwerfen. Okay. Und, und das war nicht die alte süße Dame, die ans Telefon ging. Nach dem Klang ihrer Stimme zu urteilen, war dies eine verängstigte und offensichtlich traumatisierte Person. Eine weitere seltsame Sache bei Astrokinetics ist die vollständige Entfernung und Aufzeichnung über die Unternehmen aus dem öffentlichen Bereich. Okay, also um das nochmal zusammenzufassen. Im Juli 1963 kam hier diese Wissenschaftszeitung raus. Und da drinne wurde der fliegende Teller vorgestellt, den angeblich dieser Freeman Burger erfunden haben will. Ne, hier im Originalartikel steht gar nichts von Freeman Burger, so wie ich das jetzt hier erkennen kann. Da steht nur was von Astrokinetics. Und bei weiterer Recherche fällt dann auf, dass aus den öffentlichen Archiven die ganzen Aufzeichnungen davon verschwunden sind und die einzig Überlebende davon, die Sekretärin, die will da überhaupt nichts drüber sagen. Und hier bei dem Foto ist es auch extra so aufgenommen, dass man den Kopf von demjenigen, der hier drin sitzt, nicht sieht. Finde ich jetzt schon etwas bemerkenswert. Ich meine, 1958 soll es ja, im September 1958 soll der Viktor Schauberger ja verstorben sein. Die Aufnahmen könnten eventuell auch von 1958 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Und 1963 ist das dann vielleicht das Zeichen an die restlichen Bastler gewesen. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt nur wildeste Spekulation von mir, da die Finger davon zu lassen. Ja, und vielleicht, ich kenne die Leute nicht persönlich, vielleicht hat es den Freeman Burger gegeben, vielleicht ist Freeman Burger aber auch nur ein Anagramm von Viktor Schauberger. Ja, ich meine, Mond ist ja in dem Wort mit drin, das heißt ja Berg auf Französisch, glaube ich, und in anderen Sprachen. Und Bürger und Berger ist ja auch nicht so weit weggeholt. Also die Zufälle sind schon ziemlich gravierend, finde ich. Ne? Die Ähnlichkeit von dem Typ, der da einsteigt mit dem Viktor und dann die Hintergrundstory dazu. Oder was meinten ihr dazu? Und ich finde es ja schon irgendwie voll bemerkenswert, dass die das Ding aus dieser Perspektive filmen. Aber vom Impeller, der da unten drunter sitzen soll, wird gar nichts gezeigt. So, dann lassen wir den Krimi weitergehen.
was zum Glück auch durch die Viktor Schauberger Gruppe so ein bisschen ins Licht geraten ist. Und zwar geht es um diese Eiform mit der Delle. Ne, also wenn ihr hier so ein Ei habt und dann kommt man durch irgend so eine Formel, die der Viktor hier hat, auf die Delle, was das Ei haben muss, damit sich der Wirbel hier drin eindreht. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, als mir da jemand den Tipp gegeben hat mit Wendelstein X7. Und ihr könnt euch ja mal den Querschnitt von den Spulen hier angucken. Ich weiß nicht, ob da irgendwie sich ein Beispiel am Viktor genommen wurde. Das mit den Tokamak oder Tomahawk-Reaktoren, was es ja eigentlich ist, das ging ja so in den 50er Jahren, ging das ja angeblich dann schon los. Na? Vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Vielleicht. So, bevor wir jetzt aber nochmal zum X7 kommen, müssen wir noch ein bisschen ausholen. Und zwar hat mich da der Heiko aus der Gruppe draufgebracht. Der hat eine Story mit Siemens gefunden, die dem Viktor Schauberger passiert sein soll. Und die findet man hier auf wiki.de Nina NZ. Aktiviert euren Adblocker. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann soll ich wieder mit irgendeiner Nina chatten. Das machen wir jetzt nicht. Dafür lese ich euch das mal vor. 1935 holte der fränkische Gauleiter Julius Streicher, der enge Beziehungen zu Verwandten Schaubergers unterhielt, diesen nach Nürnberg. Dort hielt Schauberger einen öffentlichen Vortrag vor Siemens-Managern und Technikern. Im Anschluss wurde beschlossen, eine Apparatur nach den von Schauberger vorgestellten Prinzipien zu bauen, um seine Thesen zu überprüfen. Das nach Schaubergers Vorgaben gebaute Gerät zerstörte sich jedoch bei einem Probelauf selbst und schmolz bei ca. 4000 Grad Celsius. 1937 wurden in Wien weitere Versuche mit einem Raumheizgerät durchgeführt, die sich auch als Reinfall entpuppten. Die Heizmaschine habe gefährliche Strahlen abgegeben, die selbst Mauern durchdrangen und am Finger getragene goldene Ringe zerstört haben sollen. Daraufhin beendete Siemens die Zusammenarbeit. Ja, da hat mich erstmal interessiert, ob erst der Gauleiter Julius Streicher da wirklich enge Beziehungen zu Verwandten Schaubergers hatte. Und das scheint wirklich so zu sein. Halt, bin ich hier richtig? Ne, hier muss ich richtig sein. Und zwar gibt es hier eine Arbeit vom Daniel Roos über Julius Streicher und da ist in der Quellenangabe angegeben, dass Maria Schauberger enge Beziehungen dazu Julius Streicher hatte. Und die Frau vom Viktor soll angeblich Maria gehießen haben. Ja, es wäre jetzt krasser Zufall, wenn das zwei unterschiedliche Maria Schaubergers gewesen sein sollen. Also von daher könnte die Story schon passen. Na, und wenn man sich bedenkt, dass den Viktor seine Maschine da praktisch einen Haufen Hitze erzeugt, dann können wir auch den Übergang zum Wendelstein X7 bekommen. Hierzu nochmal ein kleiner Rückblick, was uns 2017 passierte, dem Felix und mir.